Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Und heute mal wieder ein kurzes Update, was eigentlich so abgeht, was so die nächsten Pläne sind. Und ein großes Announcement, ein Fly-technisches Announcement, keine Sorge. Nämlich ist das nächste, was ich vorhabe, mein Hernes-Stuff tatsächlich auf plus 10 zu upgraden. Nicht, weil der jetzt insbesondere so gut ist oder so, ist er eigentlich nicht, aber genau das will ich eben damit ändern. Hier seht ihr ihn mal kurz eingeblendet, wenn ihr ihn genauer angucken wollt, dann würde ich sagen, macht einfach Pause, weil es ist so viele Sachen, die man vorlesen muss, das dauert 100 Jahre, da kann ich währenddessen gerne Mobs killen. Genau. Auf jeden Fall ist der Plan, das Ding auf plus 10 zu zwiebeln. Und wenn man das jetzt aber machen würde und Orichalcum dafür kaufen würde, Orichalcum und X-Product, ja, dann würde das, also Oris sind bei weit über 100 Mio, das sind so im 130er Bereich, wo es auch extrem schwankt, manchmal 120, manchmal 140. Aber ich denke, es ist schon, also Minimum 120 kann man auf jeden Fall ansetzen. Erwartungswert ist 170, glaube ich, 174 oder so, was von 7 auf 10, was Fly Calculator ausspuckt, so in dem Dreh, also schon ziemlich viel. Und dann natürlich noch die X-Project und die Materialien zugerechnet. Da bist du halt bei, ja, über 20 Milliarden wahrscheinlich am Ende. Pi mal Daumen. Je nachdem, wie viele Tries du letztendlich tatsächlich brauchst. Aber können gut und gerne über 20 Milliarden werden, ohne dass du groß viel Pech haben musst. Und logischerweise habe ich nicht vor, 20 Milliarden in eine Waffe zu stecken. Aber auf Level 175 bekommen alle meine Chars, wenn sie die Story Quest abschließen, 10 Orichalcums und 10 X-Product. Und sie haben alle schon Orichalcum und X-Product bekommen. Das bedeutet, ich kann das Upgrade quasi komplett kostenlos ausführen, dank wieder einmal der 8-Char-Taktik. An die Hater da draußen, by the way. Also Upgrade im Wert von über 20 Milliarden for free, oder wahrscheinlich im Wert von über 20 Milliarden for free, ist schon nicht schlecht, kann man mitnehmen. Und zeitgleich schaltet man damit, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es klappen sollte, weil ich habe deutlich mehr als 174 Oris, wenn alles so läuft wie geplant, dann habe ich wahrscheinlich sogar genug Oris für 2 Waffen plus 10 oder so. Egal, jedenfalls, also hoffentlich, ja, hoffentlich ist noch einiges übrig, wenn wir fertig sind. Aber ist auch egal, jedenfalls, achso, ich muss die Pi noch auf 10 machen, aber egal, das ist jetzt eh nur Hintergrund-Gameplay eigentlich. Es ist einfach so, dass ich danach noch rerollen muss. Und das werde ich wahrscheinlich im gleichen Zuge machen. Das heißt, ich kann noch nicht sagen, welcher Tag es sein wird, aber wann auch immer es sein wird. Ich werde es natürlich im Stream dann vorher noch ein bisschen anteasern, logischerweise. Also wer es gar nicht live verpassen will, es wird natürlich live geupgradet, wie immer. Der muss halt dann einfach, ja, so in 1-2 Wochen öfter mal im Livestream vorbeischauen. Und wer es dann doch verpasst, wird er dann die ganzen YouTube-Videos wieder sehen. Und ja, also wie gesagt, rerollen. Also man schaltet dann den zweiten, oder besser gesagt den 4. Ultimate Bonus-Slot frei, den 2. orangenen. Und die muss ich dann rerollen. Und das Ziel ist quasi basically alles zu rerollen. Weil mit dem 180er-Set braucht man später die Cast-Time nicht mehr. Ich brauche die auch jetzt schon nicht, die Cast-Time, weil ich habe noch Cast-Time-Power-Ups auf meinen Elementoren. Also für die Zeit, wo ich das 180er-Set noch nicht habe, kann ich einfach Power-Ups benutzen. Um weiterhin auf 200 Cast-Time zu kommen. Beziehungsweise, sage ich mal ganz einfach, ich weiß eh noch nicht, wie die Rolls wirklich aussehen werden oder wie genau das funktionieren wird. Das, keine Ahnung, ist einfach schwer zu sagen. Ich habe eigentlich genug Scrolls, das Ultimate Scrolls sollte ich über 50 haben. Normale Ultimate Scrolls und Ultimate Bonus 2 habe ich jetzt erstmal 20. Das ist verhältnismäßig wenig, wobei das halt 20.000 F-Coin ist. Es hört sich immer so wenig an, aber wenn man es dann in F-Coin ausrechnet, ist es eigentlich auch ultra viel. Aber ja, also ich denke, ich habe genug Ressourcen, um da ein ganz geiles Ding zu craften. Meine Prio wird halt sein 8% PvE-Schaden. Aktuell habe ich halt 4%. Also 8% PvE-Schaden wäre natürlich nice, zusammen mit entweder Angriffskraft oder Meisterung der Elemente oder so. Oder von mir aus auch Int, wobei Int ist halt schon ziemlich schlecht tatsächlich. Also 10 Int ist halt, ja, das ist einfach literally nichts. Das ist tatsächlich ein ziemlich schlechter Wert, den man bekommen kann. Aber es geht hauptsächlich um die 8% PvE, weil PvE-Schaden ist wirklich einfach der beste Wert im Spiel. Und da 8% zu haben, ist wichtig. Ja, wichtiger als Angriffskraft, wichtiger als alles andere. Und
Ja, im besten Fall hast du halt am Ende Lebensentzug auf den orangenen Slots. Das reicht nämlich. Ich habe aktuell 1,2 von 1,5. Das ist viel zu viel. Also in der Regel, wenn ich wirklich Heilung brauche, mache ich einen Skill und würde mich wahrscheinlich selbst voll heilen, wenn ich über 50.000 AP hätte. Gut, jetzt nicht, wo ich so Monster pulle, da natürlich nicht, aber wenn ich da wirklich mal die AOE angreife, dann kommt direkt Heilung im Wert von teilweise wahrscheinlich 30.000, 40.000 oder so. Beziehungsweise benutzt ja nicht nur einen Skill, du benutzt ja so schnell 2 Skills mit 200% Cast-Time. Also die Heilung ist mehr als genug, auch wenn das nur 0,6% Lebensentzug wären oder so. Das sollte also kein Problem sein. Wäre natürlich nice, wenn es nicht unbedingt der niedrigste Wert ist, also wenn es jetzt nicht, die orangen Slots sind ja quasi die Hälfte davon. Also es müsste theoretisch 0,3 ist dann das Minimum, was du bekommst bei den Orangenen, schätze ich mal. Ja, 0,3 wäre natürlich schon schlecht, gebe ich zu. Das wäre schon eher suboptimal. Also es wäre schon gut, wenn es so im 0,6er Bereich bleibt. Also mindestens 0,5 vielleicht, aber ich denke selbst 0,3 würde wahrscheinlich reichen, so wie ich den Elementor zumindest momentan spiele. Und ich denke, selbst wenn man auf Face Tank switchen würde, würde es wahrscheinlich auch noch reichen. Aber, wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik. Die Rerolls, das wird auch das Heikelste, weil man da halt echt mit jedem Roll einfach 1000 F-Coin verbrennt und es immer so unsicher ist. Ja, ich meine, beim Upgraden ist es natürlich genauso unsicher. Beim Upgraden hast du Pity und so weiter. Du hast Wahrscheinlichkeiten, die immer besser werden und irgendwann klappt es dann einfach und da kann dann auch nichts schief gehen. Also es kann dann nicht klappen und dann ist der Stab irgendwie plus 9,5 statt 10 oder so. Nee, der ist dann plus 10 und damit ist er in Anführungszeichen fertig. Bei den Rolls ist es halt immer so, da kann alles Mögliche passieren. Man kann einfach so viel Pech haben und. Das ist total nervig, ehrlich gesagt. Aber ja, auf jeden Fall ist das nächste große Projekt, das nächste große Ziel. Und das Schöne ist, die gute Nachricht ist, es wird jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Ja? Also ich weiß, ihr seid alle gelangweilt von Dailies. Ehrlich gesagt, ich bin's auch. Also ich wünsche mir auch wirklich jede Woche eine Quality-of-Life-Anpassung, dass Dailies und das generell irgendwie einfach sich irgendwas verbessert. Es kommt aber leider, wie ihr wisst, wir haben ja schon 1000-mal drüber geredet, brauche nicht nochmal alles wiederholen, denke ich, was man so die letzten Wochen gesagt hat, aber ja, man wartet halt einfach, man hofft, dass irgendwas kommt und solange das nicht passiert, kann ich es jetzt halt auch nicht großartig ändern, weil ich meine, es gibt momentan nichts wirklich super Spannendes, was man machen kann. Anku-Farmen, ja, aber ich meine, ehrlich gesagt verstehe ich nach wie vor nicht, was an Anku so toll sein soll. Wilds, genau das gleiche auf dem FEC. Nach dem 400. Wilds Run, kein Mensch konnte es mehr sehen. Alle fanden es stinklangweilig. Da war das genau das gleiche wie jeden Tag Leveln oder wie jeden Tag Kriton oder whatever. Alles bekommt in Flife immer so eine Routine. Und meistens ist es ja wirklich so, dass du eine Sache exzessiv farmst. Entweder du levelst die ganze Zeit oder du farmst die ganze Zeit einen Dungeon oder du machst dieses und jenes. Und das ist ja wirklich immer so. Und deswegen verstehe ich aber nicht die Leute, die dann sagen, oh, ich will jetzt unbedingt das sehen. Ich meine, gut, klar, kann man mal machen. Keine Frage. Aber es einmal zu machen, bringt halt nichts. Weil ich meine, du droppst halt in einem Run nichts. Das ist ja bei Wilds das beste Beispiel. Hunderte Runs für eine Waffe teilweise. Es einmal zu machen, hat halt einfach keinen Nutzen. Wenn, dann musst du schon grinden. Das ist halt ein Grind-Game. Und entsprechend, ja, ist es halt für mich nicht so ganz klar, wo da jetzt wirklich groß der Unterschied ist, TBH. Aber gut, ich bin auch ein bisschen speziell in der Hinsicht, I guess. Ich denke, es gibt nicht so viele Leute, die über so einen langen Zeitraum wie ich täglich Flife gespielt haben. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall ist es trotzdem so oder so momentan ein bisschen öde, weil halt, wie gesagt, von Gala einfach sehr wenig kommt. Also sie machen gerade wirklich das absolute Minimum. Gefühlt nicht mal das. Das ist schon sehr frustrierend auf jeden Fall. Vorteil ist halt von dieser, in Anführungszeichen, langweiligen Routine, man macht halt wirklich so gottlos viel XP, dass es einfach pervers ist. Also ich habe jetzt alle meine Chars auf 172, abgesehen von 3. Das sind meine beiden neuesten vom letzten FEC und mein einer zusätzlicher Ranger, den ich immer so ein bisschen nebenbei mitgepult habe. Also ich habe quasi einen herrenlosen Char, der zu keinem Team gehört. Habe ein Zweier-Team, wo der herrenlose Char halt mit dabei ist. Also sind es quasi 3 in dem Zweier-Team. Dann habe ich 2 Achter-Teams und ein 6er-Team sozusagen. Das sind so meine Chars, was natürlich total nicht ideal ist. Eigentlich wäre es so am besten, wenn es einfach 4 Achter wären oder 3 Achter, aber ist egal. Und die sind alle 172 oder höher. Manche sind auch schon 174. Und die einzigen, die halt fehlen, sind diese, wie gesagt, dieses Dreier-Gespann.
Die sind aber außen vor, weil die sind so weit behind hinter allen anderen, weil ich mit denen noch kein einziges Mal gelevelt habe und so, sind die ultra weit behind. Und bei denen hebe ich momentan auch die Story Quest auf, weil ich die Story Quest gerne einmal komplett durchlesen würde. Da wollte ich aber warten, bis ich halt logischerweise alle Story Quests freigeschaltet habe, beziehungsweise ist es ja leider zweigeteilt. Also werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich dann warte, bis ich zumindest die erste Hälfte und dann die zweite Hälfte habe. Und deswegen geht es jetzt um 22 Chars, 2x8 und 1x6. Und die sollten hoffentlich bis Ende Januar, spätestens ein paar Tage später, Anfang Februar, alle 175 werden, wo sie dann eben diese 10 Orichalcums bekommen. Und sobald das passiert, wird richtig geisteskrank geupgradet. Im Wert von wahrscheinlich weit über 1000 Euro. Klar sind die Items sehengebunden, ich weiß, aber der Itemwert ist ja trotzdem irgendwo da. Momentan schauten auch wieder viele Leute, dass sie sehengebundene Orichalcum und X-Pros kaufen. Im Bundle oder auch nur die Orichalcum. Also es, ja, es hat einfach schon extrem viel Value. Also es ist wirklich pervers, was das kostet. Auch das Rerollen. Das Rerollen ist ja auch so eine, ja, so ein großes Fragezeichen, weil ich meine, wenn ich 50 Ultimate Scrolls benutze, unabhängig davon, ob sie sehengebunden sind oder nicht, wenn du 50 Ultimate Scrolls kaufen würdest, sind das halt einfach mal 500 Euro, ne? Also nicht wirklich, es sind 50.000 F-Coin und das sind wieder, keine Ahnung, 380 Euro oder whatever. Whatever, aber es ist auf jeden Fall verdammt viel Geld. Darauf können wir uns, denke ich, einigen. Und ja, wird auf jeden Fall heftig. Und ich kann aber, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig genau sagen, wann es ist. Aber Ende Januar, Anfang Februar, also spätestens in 2 Wochen, sowas müsste es eigentlich soweit sein. Diese Charts hier sind effektiv alle auch schon 173. Ich habe nämlich die Story Quest mit denen noch nicht gemacht. Die gibt ja auf Level 172 irgendwie 75%. Dann sind die alle 173 mit 30 oder so. Und dann kriegen sie alle täglich durch die Dailies, und das war das, was ich davor sagen wollte noch mit der Routine, die kriegen täglich alle knapp 10% durch Dailies. Dann level ich jeden Tag zusätzlich immer noch 1 bis 2 Stunden, wo sie alle auch nochmal 1 bis 3% bekommen. Oh, das ist wirklich pervers. Also so viel Progress auf so einem hohen Level zu machen, ist eigentlich wirklich pervers. Also du spuckst da mit den Low-Level-Spielern fast schon ins Gesicht. Es ist fast schon lächerlich, ehrlich gesagt. Also diese Dailies, die sind wirklich große Fragezeichen und sie sind wirklich auch umstritten. Von verschiedenen Perspektiven, von verschiedenen Spielergruppen. Und ja, aber worüber wir uns alle einig sind, ist, dass die XP geil ist, dass du so viel XP bekommst. Grundsätzlich. Aber natürlich, je nachdem, in welcher Position du bist, findest du das mehr oder vielleicht etwas weniger geil. Oder du siehst es halt, wie gesagt, einfach aus einer anderen Perspektive. Auf jeden Fall levelt man extrem schnell. Und das nutze ich jetzt halt momentan einfach aus. Und ich meine, ich denke nicht, dass die Dailies weggehen werden, davon mal abgesehen. Die gehen ganz sicher nicht weg. Aber ich hoffe, dass sich wenigstens an der Quality of Life noch was ändert. So oder so farme ich die auf jeden Fall. Und pushe damit alle meine Charakter, um mir diese Quest-Item-Belohnungen nicht Quest-Item, diese Quest-Belohnungen zu holen und dann richtig fett zu upgraden. Und dann habe ich gerade noch eine kleine Sidequest gestartet vor ein paar Tagen, habt ihr vielleicht mitbekommen. Ich habe ja einen Elementor vom FEC 2024, also vom zweiten FEC. Mit dem habe ich damals angefangen, weil das war der FEC, wo ich so einen verkackten Start hatte, weil ich da meine Bachelorarbeit geschrieben habe und nicht so viel Zeit hatte, um Flive zu zocken. Habe ich einen sehr schlechten FEC-Start gehabt, wo ich übelst behind war. War dann auch ziemlich motivationslos mittendrin, hatte dann auch echt gar keinen Bock mehr eigentlich. Der FEC war für mich so ein bisschen tot. Und habe dann aber tatsächlich für mich dann wenigstens noch was Positives draus gemacht und habe am Ende dann einfach Master gegrindet, die letzten 2 Monate oder so. Bin leider nicht bis 125 gekommen, aber ich bin bis 123 gekommen. Ne, wobei, stimmt gar nicht, es war 122 war es, genau. 122 mit 40% oder so. Meine Leecher waren alle 119, also 7 mal 119 Master und 1 mal 122, also schon ziemlich nah dran. Und jetzt ist der Elementor 124 Master, also nicht der hier, sondern ein anderer. Und den mache ich jetzt noch auf 125. Und dann wollte ich mal ein kleines bisschen Face Tank ausprobieren. Vor allem die Frage, reicht Face Tank bei meinem Equipment, dann wahrscheinlich auch mit dem neuen Stab, reicht das dann auch wirklich ohne Heal oder so zu überleben und das eben mit der zweiten Stat-Page dann logischerweise also auch auf Dex und STA und so zu gehen und ja, das einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, wie da das Gefühl ist, weil Kylon ist ja wirklich sehr anti-HNR. Die Monster machen so unfassbar viel Damage, das ist wie im absoluten Low-Level.
ein klitzekleiner Fehler und du bist sofort tot. Es gab Zeitpunkte, mit 150er-Set vor allem, und Power-Ups. Muss ich echt dazu sagen, also was mich so sehr stört, ist ja nicht die Tatsache, dass du so... Also ich meine natürlich die Tatsache, dass du so viel Schaden bekommst, stört mich. Darüber habe ich jetzt auch schon mehrere Videos gemacht und da bin ich auch nicht der Einzige. Vor allem Casual-Spieler, Leute, die nicht so gutes Equipment haben, klagen da auch drüber. Kriegen natürlich die Top 1% kriegen das natürlich so nicht mit. Wenn sie dir sagen, dass du einfach Face-Tank spielen sollst. Wir reden hier auch von 1v1-Spielern und so. By the way. Ist aber auch egal, auf jeden Fall wollte ich es mal ein bisschen ausprobieren, um zu gucken, wie es da so ist und ob das dann irgendwie vielleicht sogar besser spielbar ist. Weil was mich, wie gesagt, am meisten stört, ist nicht die Tatsache, dass also, das stört mich auch, aber am meisten stört mich halt, dass du Power-Ups benutzt. Ich benutze Element Death Up Cutstone, ich benutze Death Up Cutstone, ich benutze Grilled Eel, ich benutze STA, ich benutze wirklich alles. Ich bin Full Power-Up, was ich früher so nie gemacht habe. Einfach auch aus dem simplen Grund, dass du es nicht gebraucht hast. Und das ist jetzt im neuen Levelgebiet und das ist eben das, was mich eigentlich nicht so sehr stört vom Prinzip her, dass ich jetzt meine ganzen angesammelten Power-Ups in dem neuen Levelgebiet brauche, weil die Monster halt einfach stärker sind. Damit habe ich kein Problem. Womit ich aber ein Problem habe, ist, wenn ich Full Power-Up bin, fast 30.000 HP habe, obwohl ich Full Int bin. Ich habe fette PvE-Reduction mit NPCs und im Set habe ich wie viel? 23% PvE-Reduction und so weiter. Und die Monster prügeln mir die Scheiße aus dem Lab. Death Up Cutstone, Death Up Cutstone, richtiges Element plus 10, 23 PvE Reduction etc. 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 Und du stirbst mit 3 Schlägen. Das stört mich, weil das ist nicht normal. Und das ist vor allem auch absolut nicht casual, friendly und einfach komplett übertrieben. Und vor allem reden wir hier von Monstern wie den Couchitch, also Monster auf Level 173. Wenn das jetzt die höchsten Monster im Spiel sind und das sind die einzigen, die so extrem stark sind, dann kann man vielleicht noch drüber reden. Wobei die Hellhounds haben, by the way, auch noch eine Rage-Face, ne? Also davon abgesehen, die Hellhounds sind wirklich nochmal viel stärker. Aber ja, also ich finde es einfach so übertrieben, dass es halt auch wirklich keinen Spaß macht. Weil ich finde halt, wenn du wirklich Full Power-Up bist, mit einem guten Equipment, dann sollte es nicht so anfühlen, als wärst du so eine, ja weiß nicht, so eine fragile Glaskaraffe oder so, wo nur einer mal zu stark an den Tisch sich lehnt oder was weiß ich was und das Ding geht sofort in 1000 Einzelteile. Aber so fühlt es sich halt an. Und das ist nicht gut. Das ist einfach kein geiles Spielgefühl. Und dieses Argument dann immer, ja, dann spiel halt Face-Tank. Was ist das für eine Logik? Ach so, also jeder, der jetzt nicht auf Tank gestellt ist, soll sich einfach ins Knie punkten oder was? Also total crazy. Keine Ahnung, was das soll, ehrlich gesagt. Und ich hoffe schon, dass sich da noch einiges ändert. Aber wie gesagt, Gala ist gefühlt im Winterschlaf. Die machen einfach absolut gar nichts. Die Fehler und die Sachen, die sie beheben, sind teilweise absolute Kleinigkeiten. Ich sag mal so, nochmal highlighten hier, wie ernst sie es auch mal nehmen gefühlt. Umkleidekabine mit dem Ibart-Cap-Dingens. Ja, die Viecher leben ja noch. Also sie haben gesagt in den Patch Notes, Ibart-Cap wurde gefixt, wird jetzt richtig angezeigt. Ja, aber da fehlen 2. Die anderen beiden Ibart-Caps werden immer noch falsch angezeigt. Also auf dem Level befindet sich Gala quasi gerade, was Bugfixing und so weiter angeht. Und das ist wirklich unterirdisch. Und wie gesagt, es ist nicht nur Bugfixing und so, wo auch viele Leute unzufrieden sind, dass Skills nicht richtig funktionieren, Masteries nicht richtig funktionieren. Die Infusion Mastery zum Beispiel, die ist komplett nutzlos. Die könnte man auf Maximal machen, aber auf 1 reicht, hat den gleichen Effekt wie auf Maximum. Also lauter so Sachen, ich wette, da gibt es bestimmt über 100 Sachen, was die Masteries, was die Skills angeht, die nicht in Ordnung sind. Und dann, wie gesagt, die Tatsache, dass noch kein einziges Quality-of-Life-Ding kam. Die Tatsache, dass Kaigas Assault seit gefühlt einem halben Jahr nicht einmal angefasst wurde. Im Sinne von irgendwas mal verbessern oder so. Die ganzen Kritikpunkte, die ich auch seit über 2 Jahren damit einbringe. Und die fliegenden Steine, die dir in der Fresse hängen und so. Nichts. Es kommt einfach gar nichts. Und das ist halt schon echt nervig momentan. Macht sehr anstrengend, momentan Flive zu spielen. Beziehungsweise Flive zu genießen, weil man sich eigentlich gefühlt die ganze Zeit einfach nur über irgendwas aufregen muss. Portbugs sind momentan auch ultra schlimm. Weiß ich, wenn ihr Mage spielt, auch wenn man nicht Mage spielt, aber bei Mage ist es besonders schlimm. Du willst Blink poolen, du willst einen Skill einsetzen, irgendwas, es passiert einfach eine halbe Sekunde lang gar nichts und du stirbst einfach. Sau crazy. Also es ist anstrengend, auf jeden Fall. Aber deswegen der Lichtblick mit dem Upgrade, also das wird richtig, richtig fett. Ich werde, wie gesagt, nochmal die Tage vorher auf jeden Fall ungefähr sagen können. Also ich werde ein paar Tage vorher, werde ich es genau wissen, an welchem Tag es stattfinden wird.
Ich weiß ja, wie viel XP die Charakter bekommen. Ich könnte es theoretisch jetzt auch schon circa ausrechnen, aber man weiß ja nie. Am Ende hast du dann einen Stromausfall oder was weiß ich was, sowas wie in Berlin oder so. Alles liegt lahm und dann kann ich nicht zocken 3 Tage und dann sagen alle, oh, aber du hast gesagt, Deswegen will ich es jetzt nicht zu voreilig ankündigen. Und ich meine, wie gesagt, wenn man es verpasst, ist ja nicht so schlimm, weil kommt ja sowieso YouTube-Video und alle werden es sowieso nicht sehen können live. Aber wird auf jeden Fall richtig heftig, also das krasseste Upgrade aller Zeiten wahrscheinlich. Noch heftiger ist das mit diesen 5000 A-Products. Weil 5000 A-Products war zwar auch heftig während dem Upgrade-Event, war aber auch ein bisschen langweilig am Ende dann, weil es halt einfach nur die ganze Zeit Schmuck plus 20 machen war mit gefühlt unendlich A-Products. Bis sie dann tatsächlich mal leer waren, waren es gefühlt unendlich. Von dem her ist das jetzt mal wieder was ganz Neues mit Ultimate plus 10 und so. Ein Ultimate plus 10 haben auch tatsächlich noch nicht so ultra viele Leute gemacht, so wie ich das gesehen habe zumindest. Also ja, gibt schon einige Ultimate plus 10 Waffen, aber es ist auf jeden Fall nicht die Norm. Also die meisten Leute haben keine Ultimate plus 10 Waffe. Und das relativ so kurz nach dem Update zu machen, ist natürlich noch ein bisschen aufregender, als wenn man es nach 2 Jahren oder so macht, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann, wie gesagt, noch eine fette Ultimate Reroll Session wird auch nice. Und wie gesagt, kleiner Side-Hustle gerade noch mit dem Master auf 125 und dann mal ein bisschen sich vielleicht an Face-Tank rantasten. Wobei ich halt glaube, dass Face-Tank in dem neuen Levelgebiet ohne das neue Set, weil das halt wirklich nochmal, sagen zumindest viele Leute, paar hundert Damage Unterschied macht. Und das ist tatsächlich bei Face-Tank natürlich schon heftig. Weil bei mir, wenn ich jetzt hier, der hat mir gerade 4,9 gehauen, das Mob hat mir gerade 4,9 gehauen. Klar, wenn die mir jetzt 4,4 machen, das ist 10% weniger Damage, das sind 500 Schaden, das ist eigentlich extrem viel. Für mich macht das keinen Unterschied, aber für einen Face-Tank ist das natürlich insane, wenn der plötzlich 500 Schaden pro Schlag weniger bekommt. Dann hält er halt auch mal einfach 2 Sekunden länger durch, bevor er stirbt und so weiter. Plus die ganzen geblockten Hits, plus die ganzen ausgewichenen Hits, etc. etc. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann so gut funktioniert ohne das neue Set, weil ich bin jetzt nämlich bei den Monstern vom Element her, habe ich jetzt auch Feuer hier überall drauf, deswegen benutze ich auch gerade keinen Infusion, by the way. Bin ich jetzt nämlich eigentlich bei den Tire Huss angekommen, aber die waren mir jetzt ein bisschen zu heiß fürs Video im Hintergrund, weil die Viecher gehen mir übelst auf den Sack und die machen mir 6.000 oder 7.000 oder so. Ohne Power-Ups, das ist relativ heftig. Genau. Aber ja, auf jeden Fall einige Dinge am Laufen, aber letztendlich hat Scala in der Hand die Zügel, um es wieder ein bisschen spannender zu machen. Anko ist auf jeden Fall auch geplant wieder dann, aber das nächste Ziel ist für mich jetzt erstmal das Upgrade und mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich meine, Anko hat ja auch noch einige Baustellen, denke ich, wo man immer noch Sachen verbessern könnte. Sogar extrem viel, meiner Meinung nach. Aber ob und was dann noch kommt, ist natürlich auch wieder so eine Sache von Scala, wie die das sehen. Die haben ja gesagt, sie haben unser Feedback gelesen, gesehen in dem New Year's Post. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie das gelesen und gesehen haben, weil viele Sachen sind seit Wochen unbeantwortet und stehen da seit gefühlt 2 Tagen nach dem Update im Discord. Aber, naja, manches braucht vielleicht einfach seine Zeit. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Schaut im Livestream vorbei, Twitch-Links wie immer in der Videobeschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.